Macht man als Face-Tank weniger Damage auf die Monster, wenn man zu viel pullt, kommt mir irgendwie so vor. Und das hat mit Face-Tank nichts zu tun. Das ist einfach nur, wenn du zu viele Monster angreifst, wird dein Schaden reduziert, um AOE schwächer zu machen. Damit AOE nicht so overpowered ist. Und, ja, das hat mit Face-Tank nichts zu tun, sondern es ist einfach nur die Anzahl der Monster, die du zeitgleich hittest. Also je mehr Monster du zeitgleich hittest, desto weniger Schaden machst du. Ganz einfach. Wie viele E-Pros braucht man circa für eine EC7? 25. Kauf sie lieber, Tauli. Kauf sie lieber. Du hast zu viel WoW gesuchtet, deswegen warst du kaum da. Und jetzt? Jetzt hast du WoW durchgespielt. Du bist ein Paladin, Schlangenritter, Krieger, Warrior, Destiny, Wolfmensch, Löwen, Panther, Level, Stufe 217,4. Und jetzt spielst du wieder Flive. Am I right? Also wenn man wirklich Set-Teile, also wenn man persönlich, keine Ahnung, wie sagt man, eine Abneigung dagegen hat, Set-Teile zu verkaufen beim NPC, weil man sich selber denkt, ach, das ist doch viel zu selten und so und das ist doch schade drum und bla bla bla. Was ja an sich berechtigt ist, so hat es sich am Anfang für uns auch angefühlt. Oder für mich. Aber irgendwann realisiert man halt, okay, das Zeug ist einfach wirklich wertlos. Egal wie... Okay, ich habe noch einen Disconnect mit meinem Knight, nice. Und zeitgleich Capture, coole Sache. Also irgendwann realisiert man halt, ja, es ist zwar wirklich schade, oder es ist echt ätzend, dass man in Anführungszeichen einen Rare Drop hat, oder bei den 75er und Plus Set-Teilen ist es ja sogar very rare, also sogar ein sehr seltener Drop. Natürlich ist es ärgerlich, das dann beim NPC zu verkaufen an für sich, aber bringt halt nichts. Wenn man aber sagt, ja, es bringt nichts, aber ich will es trotzdem nicht beim NPC verkaufen, dann könnte man halt sagen, na gut, okay, ich mache mir einen Char, einen Lager-Char, wo ich halt zum Beispiel alle Set-Teile einlager. Und dann hebt man die auf und wenn sie dann doch mal jemand braucht, also zum Beispiel in der Gilde oder so, oder hier im Stream oder einfach so, wenn man jemanden kennenlernt oder so und der sagt, hey, ich suche dieses eine Set-Teil, hast du dazu vielleicht welche? Und dann kommst du, bam, ich habe das ganze Set eingelagert, bam, 50 Mio, please. Den letzten Teil bitte nicht machen, mit den 50 Mio, aber und das ist dann schon ganz cool, oder wenn man selber mal einen anderen Charakter hochspielen will, man hat dann einfach alles auf Lager. Das ist natürlich an für sich cool, aber da stellen sich natürlich trotzdem ein paar Probleme theoretisch ein. Das eine Problem ist, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass du jedes Set in jedem Geschlecht droppst. Also quasi, wenn jetzt Rochelle Suit... Alter, ich habe noch einen Disconnect mit meinem Ranger. Was geht ab? Also wenn jetzt Rochelle Suit zum Beispiel droppst, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass du, bis du aus dem Drop-Bereich von Rochelle draußen bist, nicht nur die Suit droppst, sondern auch noch alle anderen 3 Teile im gleichen Geschlecht und dann nochmal die 4 Teile im anderen Geschlecht und dann das für jedes Set sozusagen. Man muss ja immer die männlichen und weiblichen Set-Teile mit einberechnen. Dann jede Klasse, also auf jedem Levelbereich gibt es quasi 16 Sets. Auf 105 ist es sogar noch schlimmer, weil da hat jede Klasse ja 2 Sets zum Beispiel. Da sind es dann nicht mehr 16 Sets, sondern 32. Das ist dann ein bisschen viel. Also das wird man 1000% nicht alles zusammenbekommen, außer man verbringt aus irgendeinem Grund 100 Jahre auf jedem Levelbereich und levelt extra langsam, sodass man alles droppt, aber selbst dann würdest du es höchstwahrscheinlich nicht droppen. Aber so Lagerchars mit Set-Teilen, finde ich, kann man schon machen. Vor allem für sich selber halt, wie gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, was man in der Zukunft noch vielleicht spielt oder was man vielleicht mal brauchen könnte oder so. Dann finde ich, macht das schon gut Sinn. Also ich habe das auch gemacht am Anfang. Irgendwann habe ich damit aufgehört, weil ich zu faul war oder die Set-Teile nicht mehr gedroppt habe. Eins von beiden. Aber ja, kann man auch machen. Nicht unbedingt wegen dem Wert halt, sondern eher halt, weil wenn du dann die Klasse spielen willst, ja, ich habe alles parat. Muss ich mir nicht selber, muss ich nicht auf die Suche gehen danach. Hab alles eingelagert. Und wirklich was verlieren tut man halt auch nicht, weil man quasi sagt, okay, ich würde es jetzt beim NPC verkaufen.
Die meisten Set-Teile sind ja gerade mal 200.000 Penya wert oder so. 200.000 bis 300.000. Erst im High-Level sind sie ein kleines bisschen mehr wert. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe, by the way. Noch nie 50% Crit Damage Buff gesehen. Es wäre natürlich cool, wenn ich jetzt einen 30% magische Kraft-Bonus hätte, aber das wäre ja fair. Deswegen gibt's den nicht. Ich check's halt auch nicht. Es ist halt auch so extrem unverhältnismäßig einfach. Es ist einfach 20% HP und Geschwindigkeit. Ich meine, zugegeben, das ist nicht schlecht. Aber dann 10% ATK, 10% Crit-Rate und 50% Crit-Damage. Also der mit Abstand krasseste Wert ist natürlich auch der Wert, der so einseitig ist. ATK, neutral, 10%. HP und Geschwindigkeit, gut zugegeben, 20% each, ist actually nicht so schlecht, aber es sind halt extrem neutrale Werte, weil sie geben halt vor allem keinen Damage. Dann Crit-Rate ist auch also human, nicht so übertrieben. 10% Crit-Rate ist sicherlich nicht schlecht, aber ich meine, 10% Crit-Rate ist nicht 50% Crit-Damage. Und dann einfach freaking 50% Crit-Damage. Also, keine Ahnung, wer diese bescheuerten Zahlen sich ausgedacht hat. Das hätte da einer mit dem Würfel gesessen oder mit so einem Glücksrad und hätte einfach random Werte gerollt. Und überall da, wo es stehen geblieben ist, haben sie gesagt, okay, den Wert nehmen wir. Geistesgestört. Ich meine, wenn es 50% ATK wären, würde ich sagen, ja gut, okay. Würde ich auch nehmen. Aber es sind freaking 10%. Ich habe es ja vorhin erst überprüft. Das hat bei mir gerade mal 3000 Damage mit meinem stärksten Skill gemacht. Also hat man nicht mal wirklich gemerkt, dass dieser Bonus aktiv war. Bekommt man mit Int auch Magiebeschleunigung? Nein. Nichts ist so sicher wie Sandalen und Tennissocken. Bruh. Du hattest die Woche 10 Euro von so einer Aktion bei der Volksbank bekommen. Gib nicht alles auf einmal aus. Geh bitte sorgfältig damit um, ne? Teilst dir sparsam ein. Sonst ist alles gleich wieder weg.